Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmiezi YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses süße Dreieckstuch für Kinder näht. Weitere Nähanleitungen findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann ein Schnittmuster. Hier gibt es zahlreiche kostenlose Freebooks im Internet zum Runterladen. Dann ein Stoff eurer Wahl. Ich habe hier eine Baumwoll-Webware. Ihr könnt aber auch gerne ein Jersey nehmen, das macht sich genauso gut. Des Weiteren benötigt ihr eine Schneidematte, dann Clips zum Fixieren, Stecknadeln, eine Stoffschere, den Magic Pen zum Aufzeichnen des Schnittmusters, 2 Schnipsel Flieseline H250 zum Verstärken der Druckknöpfe und ein Kunstleder-Patch zum Verschönern und natürlich auch Druckknöpfe. Ja, zunächst einmal pause ich das Schnittmuster ab. Dazu fixiere ich dieses mit Stecknadeln, damit beim Abpausen nichts verrutscht. So, das Ganze benötigen wir natürlich zweimal. Jetzt wird das Schnittmuster nochmal aufgezeichnet und im Anschluss beide Schnittteile ausgeschnitten. So, wenn ihr ausgeschnitten habt, müsstet ihr 2 gleiche Teile vorliegen haben. Ja, an den Ecken wird nun die Flieseline mit der klebrigen Seite auf die linke Seite des Stoffes aufgebügelt. Dies macht ihr aber bitte nicht auf eurer Schneidematte. Im Anschluss legt ihr beide Teile rechts auf rechts übereinander und fixiert das Ganze mit Stoffklemmen. Ja, wir nähen nun ringsherum mit einem Gradstich zusammen. Außer hier unten, da lasst ihr bitte eine Wendeöffnung von ca. 5 bis 6 cm, wodurch das Stück gewendet wird. Zusammengenäht sieht dann das Ganze so aus. Damit sich der Stoff später besser am Naht legt, schneide ich unten die Ecke ab. An den Außenrundungen schneide ich kleine Dreiecke ein und an den Innenrundungen schneide ich gerade ein. Ja, genau, dabei aufpassen, dass ihr die Naht nicht verletzt. So sollte das dann in etwa aussehen. Genau, und das gleiche mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Ja, so sieht dann das Ganze aus, wenn es eingeschnitten ist. Also innen habe ich wirklich nur so eingeschnitten und an den Außenrundungen kleine Dreiecke. Und wie gesagt, bitte nicht die Naht verletzen. Ja, jetzt haben wir hier unten noch die Wendeöffnung. Genau, wodurch wir das Stück jetzt wenden. Ja, anschließend werden dann die Ecken mit einem spitzen Gegenstand ausgestülpt. Ich nehme hierfür einfach meine Schere. Ja, jetzt haben wir hier unten dann noch die offene Wendeöffnung. Ich schließe diese mit einem Matratzenstich. Ihr könnt aber auch gerne mit der Nähmaschine einfach rübergehen. Ja, die Wendeöffnung ist nun verschlossen. Ich habe das Ganze nochmal gebügelt, damit es schön glatt ist, und jetzt werde ich die Druckknöpfe anbringen. Ja, das Dreieckstuch ist jetzt auch schon fast fertig. Ihr könnt es auch so lassen, wenn ihr wollt. Genau, ich möchte meins aber noch so ein bisschen aufpeppen, deswegen werde ich hier noch einen Kunstleder-Patch annähen. Das mache ich auch wieder mit einem geraden Stich, und zwar gehe ich hier auch mit der Nähmaschine einfach drüber.
Damit der Patch beim Nähen nicht verrutscht, fixiere ich auch diesen wieder mit einer Klammer. So, der Patch ist nun angenäht, somit ist das Dreieckstuch auch fertig. Ging noch ganz schnell, oder? Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.